Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Abenteuer mit Sherlock Holmes. Weiter geht es, wie ich es versprochen habe, nach unserem letzten Abenteuer gegen Schielmann und Moriarty zusammen mit Holmes und Watson und nicht zu vergessen Toby. Habe ich gehört, starten wir jetzt in ein etwas düstereres Abenteuer. Da bin ich gespannt. Das werden wir ja nun sehen. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Sieht auf alle Fälle schon mal besser aus. Und ist irgendwie cool. Oh, Mycroft werden wir sehen. Das hat sie. Ja, viel Ladebildschirm. Sehr viel Ladebildschirm. Dafür kriegen wir mehr Tipps. Wir können anfangen. Dann setzen wir uns mal gleich etwas aufrechter hin. Um vernünftig in die Abenteuer starten zu können. Ladebildschirm. Holmes. Oh, cool. Holmes, will you stop that? You are utterly mad. Englische Sprachausgabe, wie es scheint. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Geil. Lestrade, ja. Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there.
I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Öffnen Sie mit Tab Ihr Notizbuch und erhalten Sie einen Überblick über den Stand der Ermittlungen. Jetzt. Obwohl gerade nicht. Aufgabe. Untersuchen Sie den Mord an Peter Carey. Sehen Sie sich den Tatort in Woodman Lee an. Suchen Sie einen Anzug aus Ihrem Kleiderschrank aus und treffen Sie dann Lestrade in Woodman's Lee. Der Schwarze Peter. Inspektor Lestrade stattet der Baker Street einen Besuch ab. Hierbei erzählt er, das ist also die Zusammenfassung von dem, was bisher passiert ist. Gut. Die Mausempfindlichkeit ist mir etwas mau. Profil des Opfers. Hübsch war er nicht. Peter Carey, auch bekannt unter dem Namen Schwarzer Peter, geboren 1845 und damit 50 Jahre alt. Er war ein erfolgreicher Walfänger in skandinavischen Gewässern, setzte sich 1884 zur Ruhe und zog einige Jahre später nach Woodman's Lee. Wir schauen mal kurz zwei Sachen. Gameplay, Mausempfindlichkeit etwas höher. Schauen wir uns mal an. Ne? Besser, noch nicht gut. Auf 66. 66 ist gut. Das nehmen wir so. Ne, Grafik wollte ich nicht. Audio wollte ich. Gameplay. Untertitel an, natürlich. Weil, wenn es auf Englisch ist. Ja, natürlich. Talent aktivieren, wie soll ich so? Das wird man uns ja noch alles zeigen, von daher. Wow. Okay. 66 ist vielleicht etwas hochgegriffen. My analysis table. It is useful for my work. Das altbekannte Wohnzimmer. Mrs. Hudson. Oh, what a mess! What a terrible mess! My archive. I can always consult with it, if needed. This is where I keep my post. Was ist denn hier passiert? My archive. I can always consult with it, okay. if needed. In Ordnung. My archive. Ja. Du wiederholst dich. Und du hängst hier. Mrs. Hudson, räumen Sie hier doch mal auf. Das ist ja schrecklich. Wir wohnen rechts. Ich erinnere mich. Schminktisch. Ach Gott. Ach, wie lustig. Aber, nein. Wir gehen mal. So ist es einfacher. Aber das ist ja noch alles gesperrt, wie wir sehen. Genau. Ah, klassisch. Oh, schön. So kennt man ihn doch. Das kann ich jetzt gar nicht erkennen, was er sein soll. Wieder ganz zurück. Ich
glaube, das können wir später noch sehr gut benutzen. Ja, ich habe irgendwas... Ja. Ja, ist vollkommen in Ordnung. Das ist unfair. Wann habe ich mich denn umgezogen? Freizeitanzug. Dunkler Anzug. Brauner Anzug. Grüner Anzug. Grau. Oh, grau sieht nicht schlecht aus. Hell sieht nicht schlecht aus. Bandit sieht schlecht aus. Bauer. Morgenmantel? Ja. Seemann. Ich bin ja eigentlich für den grauen Anzug. Was sagt ihr? Ja, was ihr sagt, kann ich ja so schlecht hören. Ach, aufgeknöpft. Steht noch nicht zur Verfügung. Das ist ja schade. Klassisch den grauen, hatten wir nicht den grauen? Der grüne war es nicht. So in der Art war er ja in unserem letzten Abenteuer gekleidet. Wir nehmen mal den grauen. Schluss, vorbei, wir nehmen den grauen. Ich muss auch sagen, dass das Licht hier so schlecht ist. Da kann man doch gar nicht sehen, was man so gerne anziehen möchte. Okay, mit der Steuerung, die ist ja jetzt nun ein bisschen anders. Da geht ja im Moment nur diese Third-Person-Sicht. Wir spionieren ein wenig bei Watson. Das ist aber nichts Interessantes. Also gehen wir einfach gleich. Na, wo war das gerade? Das war nur die Tür. Woodman's Lee. Schöne Weste. Ach, er kann seine Notizen während der Reise lesen. Ach, wie lustig ist das denn? Während er lädt. Das ist nicht schlecht gemacht, dass man die Notizen lesen kann während der Ladezeit. Das versüßt einem die Zeit. Bis zum nächsten Mord. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Ja, die Kamerafahrt war gerade ganz interessant. Diese schräge Sicht, so düster. Tee? Aha, wir können also jetzt mit Tee unsere speziellen Holmeschen Sinne anwenden. These footprints appear to be quite large. Ach, das sind unsere Beweise. Unbekannte Abdrücke. Im feuchten Gartenboden von Woodman's Lee habe ich nicht identifizierte Schuhabdrücke gefunden. Die stammen womöglich vom Täter. Vielleicht kann ich ein paar Stiefel finden, die dazu passen. Das sind die Dialoge, Dokumente. Da leuchten sie gleich gelb. Das Flackern finde ich gut.
Mr. Holmes? Mr. Holmes? It seems that the garden was well maintained. Schauen wir uns gleich mal. Das müssen wir gleich im Gedächtnis behalten, dass wir dass wir dauernd T drücken. Sonst vergesse ich das und... Ja, die sind hier fein am Tee trinken, ne? So ist das. Hi. Mr. Holmes? Mr. Holmes? Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. Mhm. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Ah, damit können wir wahrscheinlich gehen. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Hmm. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Das ist ein liebevoller Ehemann, ohne Frage. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open. But I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... Oh dear. War allein? Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Interessant. Wie cool ist das denn? You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Ach, mit Q. Ah, okay. Wie können Sie über Plymouth Bescheid wissen? Aha, 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 aha. Judo stammt vom Lande, irgendwo aus der Nähe der Kiefernwälder von Inverness und Stratus P. in Schottland, wo Haubenmeisen zu finden sind. Sie ist eine religiöse Frau und hat in jungen Jahren eine Pilgerreise auf dem Jakobweg gemacht. Die Pilgerreise also. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young.
That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Das war tatsächlich cool. Das war tatsächlich ziemlich cool. Muss ich jetzt mal zugestehen. Bisher bin ich ja ziemlich beeindruckt von dem Spiel. Abgesehen davon, dass es halt leider wohl in Englisch ist. Gut, schauen wir uns den Tatort genauer an in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.